Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Legendary Dungeon hat nun, ja, kann man schon sagen, geöffnet. Auf F9 öffnet er heute, ansonsten auf allen anderen Servern öffnet er morgen. Ansonsten gibt es jetzt schon die neuen Legendary Dungeon Pilzpakete im Shop, im Webshop ausschließlich. Am Freitag sind die dann auch überall erhältlich, aber ab heute sind die schon im Webshop da und die sind tatsächlich komplett neu. Die gab es noch nie. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, was ihr dort alles bekommt, von Paket 1 bis Paket, ihr hört richtig, 5. Es sind nämlich 5 Pakete, aber dazu gleich mehr. Zum Anlass des Legendary Dungeons und den ganzen krassen Projekten, die wir damit geplant haben, gibt es von meiner Seite aus mal wieder ein Giveaway, und zwar könnt ihr 100 € gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Falls ihr noch kein Abo auf diesem Kanal abgeschlossen habt, beziehungsweise ein kostenloses Abo dagelassen habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ansonsten den Video hier einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar unter das Video schreiben und dann nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil. Ja? Den Gewinner losen wir am Sonntag live im Stream aus, aber keine Sorge, also auf Twitch, falls ihr hier nicht dabei sein solltet, live im Stream am Sonntag, werde ich dazu auch nochmal ein Video am Montag hochladen. Ja, da wird der Gewinner auch nochmal erwähnt und dann hat er auch dann die Möglichkeit, entweder am Sonntag schon sich das live im Stream abzuholen oder am Montag dann, je nachdem nach Rückmeldung auf YouTube, erwähne ich den Gewinner dann auch nochmal in dem YouTube-Video. Denn die Pakete, keine Sorge, sind so lange da und verfügbar, solange der Legendary Dungeon auch am Start ist. Ja, die gibt es tatsächlich über die ganzen 10 Tage jetzt verteilt. Deswegen könnt ihr die jetzt das erste Wochenende kaufen oder nächstes. Das ist kein Problem. Ansonsten, wie gesagt, findet ihr das Ganze hier im Webshop und ich würde euch auch nur empfehlen, ausschließlich im Webshop aufzuladen, denn über Steam, iOS und Android bezahlt ihr 20% mehr auf eure Pilze. Das heißt, da kostet so ein Paket nicht 100 €, sondern 120 € für 3600 Pilze. Genauso auch die Legendary Sales und die findet ihr hier, wie gesagt, im Webshop. Ja, wie immer finanzieren sich solche Giveaways wieder mal über den Creator Code. Das heißt, vielen herzlichen Dank an alle Leute, die auch immer meinen Creator Code nutzen. Dadurch können wir auch solche Giveaways machen. Ihr gebt mir was zurück, ich gebe euch was zurück. So simpel ist das Ganze. Und wenn ihr beim Legendary Dungeon jetzt euch die Pakete gönnen wollt, dann macht es sehr gerne über den Webshop. Und wenn ihr dann noch Bock drauf habt und ihr den Content feiern und mich unterstützen wollt, dann könnt ihr hier bei dem Creator Code sehr gerne den Code DORZA eingeben und dann bekomme ich noch einen kleinen Teil von dem ganzen Paket ab. Ja, 5% bleiben dann bei mir. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das nutzen sollten. Wie gesagt, dadurch machen wir halt solche Giveaways hier. Davon finanzieren wir das und unter anderem auch solche gemeinnützigen Zwecke, wie wir auch dieses Jahr wieder gemacht haben. Denn wie immer lassen wir natürlich über die Creator Code Einnahmen, die zustande kommen, durch die Webshop-Einnahmen und so weiter und so fort, da lasse ich auch dieses Jahr wieder einen Teil davon einer gemeinnützigen Organisation in meiner Umgebung zukommen, die sich halt eben für Tiere einsetzen. Und da werde ich mir dieses Jahr auch wieder einen schönen Verein bei mir in der Umgebung raussuchen, der sich auf Tiere spezialisiert, und so auch wie wir letzten Monat das gemacht haben, wird es auch wie jedes weitere Jahr das so weitergeben, sobald oder wie gesagt, solange natürlich der Support auch von euch so krass ist, kann ich dann natürlich auch immer solche Summen dann auch dahin spenden. Wir waren jetzt letztes Jahr das 3. Mal bei so einer Organisation. Wenn wir das jetzt Ende dieses Jahres wieder machen sollten, dann wäre es schon das 4. Mal in Folge und da haben wir dann tatsächlich einiges zusammenbekommen, dank eurer Hilfe, auch für die Tierchen, ne? Damit das Leid der Tierchen ein bisschen weniger wird. Das ist das, wofür ich mich einsetze, das ist das, wofür ich stehen will, das ist das, auf was ich Bock habe und was ich auch in Zukunft weiterhin so machen möchte. Da unterstützt ihr mich halt wirklich krass mit. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank für jede Art von Support auf jeden Fall. Ne? Deswegen danke. Jetzt zeige ich euch aber mal die Pakete, ja, denn wir haben natürlich jetzt viel über Giveaway und Creator Code geredet. Ne? Jetzt kommen wir auch mal wirklich dazu, was bekommt ihr dann auch durch die Pakete. Ja, und das ist natürlich eine Frage, die stellen sich viele, weil wie immer muss man die auch nacheinander wieder mal freikaufen.
weil ja, das leider nicht anders geht. So, ne, so schade es auch ist. Trotzdem muss man halt hier in den sauren Apfel beißen und die Pakete nach und nach wieder freischalten. Wir starten hier mit dem 5-Euro-Paket. Das ist hier übrigens in Pfund, also wundert euch nicht, das sind 4,99. Ja. Also das 5-Euro-Paket, sage ich mal einfach dazu, enthält 165 Pilze und 50 Sanduhren, ja. Und wie gesagt, es gibt diesmal 5 Stück. Das ist das erste Mal, dass es Legendary Dungeon Pakete gibt. Das ist wirklich eigentlich echt krass so, weil ich hatte nicht gedacht, dass sowas mal kommt. Beziehungsweise, ja, eigentlich ist es schon längst überfällig, ne? Also man hätte es schon, also, ne, ist eigentlich genial. So, zum Legendary Dungeon brauchen auch viele Pilze und zu jedem Event gibt es immer Pakete und zum LD gab es bisher noch gar nichts. Ne? Wenn man sich das Ganze mal hier einfach vergleicht, wenn man sich ja so das 5-Euro-Paket holen würde, jetzt momentan gerade mit 20% Aktion, würde man für 5,60 Euro Pilze bekommen. Mit dem 5-Euro-Paket hier bekommt ihr tatsächlich 165 Pilze und 50 Sanduhren. Ne? Also mehr als die Hälfte an Pilze plus noch Sanduhren on top. Also da kann man sich überlegen, ob man sich das holen will. Wenn ihr euch das 5-Euro-Paket geholt habt, kommt dann das zweite Paket und zwar ist das 10-Euro-Paket. Ja, 330 Pilze bekommt ihr hierfür und 100.000 Seelen zum Vergleich. Ja, bekommt ihr hier halt für 10 Euro 150 Pilze und das war's dann halt. Ne? Also auch hier wieder mehr als die Hälfte plus halt eben Seelen für die Server-Starter, denke ich mal auch nicht verkehrt. So, das dritte Paket, was denn danach freigeschaltet wird, ist denn das 25-Euro-Paket. Das bringt euch 860 Pilze, 500 Sanduhren und 50.000 Kristalle. Ja, hier einmal zum Vergleich, für 25 Euro bekommen wir 600 Pilze. Also auch hier ein leichter Vorteil schon, plus halt eben Ressourcen. Wenn ihr euch das Paket freigekauft haben solltet, kommt das vierte Paket im Bunde und das ist das 50-Euro-Paket. Da bekommt ihr 1770 Pilze, 1000 Sanduhren und 50.000 Kristalle. Ja, die Sanduhren sind natürlich nice to have, aber heutzutage nicht mehr so worth wie früher. Das muss man fairer halber dazu sagen. Wenn ihr euch so 50 Euro aufladen würdet, dann würdet ihr hier 1500 Pilze jetzt gerade mit der 20% Aktion bekommen. Also auch hier bekommt man jetzt nicht mehr die Hälfte mehr an Pilze, aber halt eben anderweitig Ressourcen. Und jetzt kommen wir zum letzten Paket, das 5. Paket und somit das 100-Euro-Paket. Hier sind drin 3870 Pilze, 1 Million Seelen, 100.000 Metall und 100.000 Kristall. Ja, da muss man sich natürlich überlegen, okay, ist das was für einen? Ne? Die Ressourcen sind natürlich okay, sag ich mal, für Server-Starter ist das, glaube ich, schon fast ein Muss, dass man sich das Paket holt, weil die Seelen natürlich sehr, sehr krass sind. Ne? Also für mich als Endgame-Spieler muss ich mir das zweimal überlegen, ob ich mir das holen möchte oder nicht, weil ich brauche jetzt nicht nur unbedingt Seelen und sowas, da liegt jetzt nicht der Fokus drauf, aber für Leute, die halt eben gerade frisch die Unterwelt betreten haben, sind 1 Million Seelen schon wirklich krass viel, muss man dazu sagen. Und ja, im Vergleich hier nochmal bekommen wir halt eben für das 100-Euro-Paket 3600 Pilze. Hier sind es 3,8 plus halt eben noch die Ressourcen. Am Ende des Tages liegt es an euch selbst, ob ihr euch das holen wollt oder nicht oder ob ihr einfach nur so pur Pilze aufladen wollt. Das liegt natürlich an euch. Man könnte natürlich jetzt nochmal zusammenrechnen, was bekommt man denn hier roh an Pilze, wenn man sich hier alle Pakete holen würde. Da sind wir jetzt bei 3,870. Plus, müssen wir jetzt mal schnell ausrechnen, 1,770 plus 860 plus 330, das war's, ne? Nee, plus 165, da sind wir bei knapp 7.000 Pilze für, was ist das jetzt, für 100, 150, 175, 185, 190 Euro. Ja, also sagen wir mal 190 Euro für knapp 7.000 Pilze. Ja, wenn man jetzt hier zweimal sich das Paket hier aufladen würde, dann ist man jetzt quasi 200 Euro los, also 10 Euro mehr. Ne? Wenn man jetzt hier 3,690 mal 2 nimmt, dann sind wir hier bei 7.200. Also man hat dann halt eben
10 Euro mehr ausgegeben und hat dann 7200 Pilze, oder man überlegt sich halt, man gibt 10 Euro weniger aus, ne, also 190 Euro, und hat halt dann knapp 200 Pilze weniger, plus aber halt eben die ganzen Ressourcen am Start. Ne. Das bleibt einem halt selbst überlassen, was man jetzt halt machen möchte, falls ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. Aber ich glaube, so ungefähr so müsste das circa hinkommen. Ne? Also leicht weniger Pilze, 10 Euro weniger, dafür halt die Ressourcen mehr. Also wie gesagt, falls ich mich jetzt nicht vertan habe, ne, da könnt ihr mich sonst korrigieren in den Kommentaren, sind die Pakete, wenn man sich die auch selbst im Nachhinein freikauft, quasi fast so viel wert, wie als wenn man 200 Euro direkt aufladen würde. Nur mit dem Vorteil, dass man halt eben noch die ganzen Ressourcen da on top dazu hat. Ne? Deswegen, ja, sind die Pakete eigentlich so gar nicht mal so bad. Ne? Wie gesagt, für Server-Starter, wenn die aufladen sollten, könnte das ein guter Deal sein. Für Late-Game-Spieler muss man gucken, ob sich das halt wirklich immer rentiert. Ne? Gerade am Anfang kann man sich vielleicht auch für die Low-Eco-Spieler, die können sich das erste Paket gerade mal, also können sich das gönnen, weil das preis-leistungstechnisch einfach vollkommen okay ist. Das zweite muss man dann schon gucken, ob das dann noch für einen was ist. Und bei den ja, also wenn man dann auf das dritte Paket geht, beziehungsweise das vierte, dann sollte man sich auch das fünfte dann holen, weil wenn man schon sich so weit gekauft hat, dann kann man sich das letzte dann auch noch zusätzlich dann gönnen. Und ja, ansonsten würde ich, glaube ich, empfehlen für die Low-Eco-Spieler das erste Paket, und ansonsten, wenn man sich bis zur 3 freigekauft hat, sollte man sich dann schon stark überlegen, ob man die 4 und 5 sich nicht auch noch dann mitnimmt, je nachdem, wo man gerade steht. Server-Starter würde ich das denn eher empfehlen. Late-Game-Spielern würde ich, glaube ich, dann eher, ja, die beiden Sachen sind halt noch okay, ne? Die kann man immer gebrauchen, jetzt durch das Toiletten-Update, aber die Seelen sind halt nicht mehr so förderlich, ne? Muss jeder selbst entscheiden, wo er gerade im Stadium steht und in welchem Stadium das Spiel ist, ne? Vielleicht ist man auch schon im Late-Game und hat noch Mine irgendwie auf 80 oder so, also die Goldmine, dann kann man sich das auch überlegen hier, ne? Ansonsten, genau, ja, soll es das soweit erstmal von mir gewesen sein. Wie gesagt, sehr gerne supportet mich über den Creator-Code Dorza. Das kommt auf jeden Fall den Giveaways und auch den Tieren am Ende des Tages zugute. Ne? Und das ist ein Riesensupport auf jeden Fall für mich. Es ist sehr, sehr viel Content geplant. Ja, ich erwähne das nur noch mal ganz kurz. Am Freitag haben wir einen 4-Stunden-Stream geplant. Samstag 8-Stunden-Stream, Legendary Dungeon Only, Zero Death Runs. Sonntag 8-Stunden-Stream, dort feiern wir auf Twitch das 2-jährige Jubiläum. Am 29. habe ich das erste Mal vor 2 Jahren auf Twitch gestreamt. Ja, deswegen am Sonntag geben wir dort halt eben auch den Gewinner bekannt. Und ansonsten ist nächste Woche Samstag am 4. beginnt dann der 30-Stunden Legendary Dungeon Zero Death Run Stream mit vielen Challenges, mit vielen Giveaways. Ja, 30 Stunden sind wir live. Wir haben eine eigene Challenge, so viele Zero Death Runs wie möglich machen. Es gibt eine Challenge mit Capso, wo der Erste, der gewinnt, oder der Erste, der 3 Zero Death Runs schafft, gewinnt, und der Verlierer muss ein Video in Englisch aufnehmen. Capso hat seine eigene Challenge, wo wir ihn begleiten, wo er versucht 1000 Runs zu ballern. Chris wird hier am Start sein, aka Ignil, der wahrscheinlich höchste Spieler momentan, wenn er alle Dungeons nehmen würde. Sind wir wahrscheinlich auch in seinem Account drin. Wir verlosen ein Holy Starter Set zum 30-Stunden-Stream und 15 Pilzcodes gibt es dort auch zu gewinnen. Also alle 2 Stunden werden wir dort auch einen Pilzcode live im Stream verlosen. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Und es gibt viel Content, ja, und wenn ihr das Ganze feiert und supportet, das wird mich auf jeden Fall dann auch dementsprechend sehr freuen. Ich freue mich auf die nächsten 10 Tage, das wird auf jeden Fall extrem nice werden. Ich bin die ganze letzte Zeit schon übelst hyped da drauf, und jetzt kann es endlich losgehen. Und von daher wünsche ich euch auch viel Erfolg im Legendary Dungeon. Ich hoffe sehr, dass ihr alle eure Items bekommt, die ihr euch wünscht. Bis dahin sehen wir uns natürlich dann auf YouTube oder auf Twitch, je nachdem. Bis dahin alles Gute, vielen Dank für alles, haut rein und bis zum nächsten Mal.